Wir haben den Eingang zum Bunker gefunden. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Wir werden uns heute einen Bunker aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg anschauen. Während des Ersten Weltkrieges war Frankreich mit Deutschland im Krieg. Und es gab damals die sogenannten Stellungskriege, die sicherlich vielen von euch bekannt sind. Und Deutschland hatte sich gesagt, dass man so einen Stellungskrieg nicht nochmal haben möchte. Und deswegen hat ja Deutschland die Blitzkriegstaktik dann auch ins Leben gerufen. Und Frankreich ist aber einen anderen Weg gegangen. Die haben ihre Außengrenzen Richtung Deutschland, Luxemburg und so weiter verstärkt mit der sogenannten Maginot-Linie. Und heute schauen wir uns ein Bauwerk aus der Maginot-Linie an, nämlich das Fort. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, auch heute nehmen wir wieder keine Kosten und Mühen und Dörner im Kauf. Wir müssen nämlich hier durch diesen ausgetretenen Trampelpfad durch und überall sind, wie ihr seht, scharfkantige Dörner. Aua! Und da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht verletzt. So. Und hier wird direkt schon darauf hingewiesen, wir haben es ja gerade auch schon gesehen, Betreten verboten, Militärgelände. Wenn man erwischt wird, kostet es bis zu 380 €. Und es gibt auch einige Erfahrungsberichte, wenn man am Wochenende aufgegriffen wird, dass man erst am Montag die Anhörung hat. Also von daher nicht nachmachen. Wir machen das für euch. Bis gleich. So, wir sind im Außenbereich des Forts angekommen und hier gibt es sogenannte Infanteriesperren auf zweierlei Art. Das sind die klassischen Schweinespieße. Die sind diesmal nicht angespitzt. Hier war damals der Stacheldraht drum gewickelt. Man kann es hier auch noch erkennen. Und das war hier eine komplette Linie. In der Regel auch mehrfach gestaffelt. Da sieht man es ganz besonders gut. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Manchmal waren die halt so 8, 9, 10 Meter breit oder tief gestaffelt. Und dazwischen war was ganz Perverses. Nämlich die angespitzten Schweinespieße. Die sind jetzt immer noch gefährlich, sind nicht mehr ganz so scharf oder so ganz so spitz. Aber die waren früher halt komplett angespitzt. Und stellt euch vor, das war die Kampfrichtung oder die Frontrichtung. Von da aus hätten die Deutschen angegriffen. Und hier wurde dann entsprechend das Fort verteidigt. Und das war quasi die erste Defensivlinie. Und natürlich wurde man aufgehalten von dem Stacheldraht. Aber selbst wenn man das durch hatte, dann musste man natürlich darauf achten, dass man in Deckung ist. Und dann hat man diese Sachen hier vielleicht übersehen. Und entweder ist man draufgetreten, was schon sehr ungünstig ist, oder man stolpert und man wird aufgespießt. Also solltet ihr mal die Maginot-Linie besichtigen, schaut auf jeden Fall auf diese Infanteriesperren. Hier zum Beispiel. Ja, das ist definitiv nicht ungefährlich hier. Einige sind schon umgebogen. Das war natürlich früher Vollstahl. Das konnte man damals nicht umbiegen. Aber heute haben die einen Teil ihrer Gefährlichkeit bereits verloren. Aber trotzdem, meine Schuhe sind beide undicht, weil ich auf Infanteriesperren gelaufen bin. So, jetzt habe ich sie verloren. Muss mal schauen. Ich glaube, die sind links gegangen. Ja, da hinten sind sie. Okay, so, ich lege jetzt wieder auf und melde mich gleich wieder, wenn wir was Spannendes haben. So, wir sind jetzt im Bereich der Festung angekommen. Wir sehen hier unten einen umlaufenden Betonring. Das ist quasi der obere Teil der Kuppel. Und auf dieser Kuppel oder auf diesem Betonsockel gibt es dann immer mal wieder verschiedene Geschütztürme. So wie hier, das könnte ein 120 mm sein oder 120,5 hatten die, glaube ich. Und der ist jetzt eingefahren.
Das bedeutet, das war quasi die Schutzstellung. Und in der Kampf- oder in der Feuerstellung wurde der angehoben und hatte dann die Röhre, also die Läufe, guckten dann raus, war 360 Grad drehbar und konnte dann in Richtung des Feindes geschossen werden. Und wenn er fertig war mit Schießen, dann wurde er eingefahren, geladen und so weiter. Und wenn hier eine Granate drauf trifft, was natürlich aus einer großen Entfernung schon unwahrscheinlich ist, aber wenn, dann ist die Wahrscheinlichkeit aufgrund der Wölbung, dass sie halt abprallt, viel größer, als wenn man quasi einen eckigen oder einen zylindrischen Turm gebaut hätte. Deswegen hatte man die abgerundet und heb- und senkbar gemacht. Genau. Und ich würde sagen, Eingang ist nicht mehr ganz so weit weg. Und ich muss auch ein bisschen dranbleiben. Wir sind heute mit einer etwas größeren Gruppe. Auch ein Franzose ist mit dabei. Das ist sicherlich mal ganz vorteilhaft, wenn man hier auf andere Franzosen trifft. Oder auf Kabeldiebe. Weil diese Werke werden gerne von Kabeldieben heimgesucht. Warum Kabeldiebe? Das vorhandene Kupfer in den Kupferleitungen, in den ehemaligen Stromtrassen, und ihr könnt euch vorstellen, bei so einem Werk ist massig Kabel und auch sehr starkes, also vom Aderndurchschnitt her starkes Kabel verlegt worden. Da gibt es halt Leute, die machen die Bleikabel auf, zünden die Bleibemantelung an, also der Teer, damit das nicht nass wird da drin. Das brennt dann monatelang und nehmen dann das Kupfer und verkaufen das. Und deswegen, die sind ein bisschen aggressiv, diese Kabeldiebe, wenn man die trifft. Deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn man deren Sprache spricht. Ja, aber davon gehen wir heute nicht aus. Wir haben auf jeden Fall ein Auto gerade auf dem Parkplatz gesehen, Märkischer Kreis. Ich denke also, heute sind wir nicht alleine in dem Bauwerk. So, und da sehen wir auch schon den ersten Kampfblock. Vielleicht ist es auch der Infanterieeingang, das werden wir gleich erfahren, wenn wir uns das Bauwerk von außen anschauen. So, das ist auch unser Eingang, sehe ich gerade. Und ja, gehen wir mal zusammen runter. So, wir sind jetzt im unteren Bereich vom Infanteriewerk. Und dieses Infanteriewerk war anscheinend nicht nur ein Infanteriewerk, sondern schaut euch mal auf dem Boden an. Hier standen Geschütze. Die waren hier auf diesen Kränzen aufgestellt. Das bedeutet, man konnte die entsprechend zur Seite neigen und natürlich auch in der Höhe richten. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Mörser waren, weil wir sind ja sehr weit unten und von dem Winkel her, schaut euch das mal an, könnte ich mir vorstellen, dass hier Mörser platziert wurden. Auch hier komplett zu. Und hier oben sehen wir noch die Träger für die Laufkatze, weil das Geschütz natürlich auch gewartet werden musste und so weiter. Genau, hier sehen wir noch die alte Technik. Ob das zum Richten war, das ist eine gute Frage. Das kann ich euch nicht beantworten. Schaut euch mal an, das geht sogar noch weiter runter. Und was haben wir hier? Scheint ein Maschinenraum oder ähnliches zu sein. Allerdings, das sieht aus wie ein Bett. Und das ist hier der Notausgang. Genau, ich hatte euch ja gesagt, es muss immer einen Notausgang geben. Der war hier sogar verstärkt, den konnte man nur von innen öffnen. Und dann konnte man hier durch das Bauwerk dann auch nach außen gelangen, wenn man flüchten müsste. In der Regel gab es verschiedene Sicherungsebenen, dass der Feind von außen nicht eindringen konnte. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Das ist eine Durchreichung für die Belüftung. Wir kommen bestimmt auch noch nach unten. Schadenverteidigung. Also Leute, das wird ein sehr, sehr langes Video. Nummer 150 TSF. Das war eine Kammer, eine Stube. Und wir gehen zurück. Genau, wir gehen weiter, immer weiter nach unten. Ich denke, das müssten 35, 40 Meter sein und nicht ungefährlich. Absolut nicht ungefährlich. Ja, also hier alle Kabel noch da.
Ja, und wie ihr wisst, ich kann mich ja über sowas immer sehr freuen, weil das absolut nicht normal ist, dass Kabel noch vorhanden sind. Ne? Ist das... Ja. Ach, das ist der Granatenaufzug? Genau. Ah, das ist der Granatenaufzug, das, was wir gerade gesehen haben. Aha. Ah, hier wurden die eingestellt oder eingesetzt. Ne, hier wurden die per Hand aufgelegt. Und dann... Ja. Ah, okay. MB. Das macht natürlich Sinn. Und eine zweite haben sie auch noch, ne? Weil waren ja 2 Geschütze. Meinst du, es war ein Mörser oder oben? Mörser, ja. Müsste ein Mörser gewesen sein, ne? Wofür steht das? Weißt du das? Ach so! Ah, okay. Ja, das war die Bezeichnung des Mörsers. Schön. Genau, also wir denken beide, das ist für den Mörser. Hier wurden, ich wiederhole mich nochmal, hier wurden die Granaten aufgestellt. Da wurde der Zünder eingestellt. Es gab ja verschiedene. Es gab Aufschlagszünder, es gab Zeitzünder, es gab Luftdetonationszünder und so weiter und so fort. Und die konnte man hier einstellen, wie weit die jeweiligen gegnerischen Einheiten weg sind. Man hat sich exponierte Bäume oder Berge rausgesucht und das waren dann die Landmarken und man wusste, aufgrund, dass man das gemessen hat, wie weit man entsprechend zielen musste. Genau. Und damit das Video nicht so lang wird, werde ich hier an dieser Stelle einmal cutten, obwohl wir waren hier noch nicht, Leute. Oh ja, das ist eine Stube. Schaut euch mal an. Stellt euch mal vor, ihr seid müde, draußen wird gekämpft und ihr müsst schlafen. Und ihr wisst, eure Kameraden kämpfen gerade. Das stelle ich mir schon richtig, richtig heftig vor. So. Nummer 145, oben war ja 150. Hier hat man die komplette Verkabelung, was auch immer da an der Wand war, hat man entnommen. Und hier hat man wahrscheinlich gegessen. So, hier hat man sich gewaschen. Sieht eher aus wie eine Pferdetränke, oder? Das war die Toilette. Schaut euch mal an, entweder hat man hier mit Material gespart oder man wollte nicht, dass sich die Leute hier verstecken, dass man immer rüber gucken konnte. Und hier, das war die Duschstelle wahrscheinlich. Da oben war der Duschhaken wahrscheinlich dran und hier hat man sich dann geduscht. Unglaublich. So, und was ist das hier? Ja, das ist eine gute Frage. Einfach ein Raum. Bis gleich. Und manchmal erinnert mich das alles an ein Verlies. Weil häufig gibt es nur so Gittertüren. Und hier hat man teilweise mit dem Abriss begonnen und die Rohre dann einfach nur hingelegt. So, wir sind jetzt unten angekommen und so ist der Blick nach oben. Schaut euch das mal an. Unvorstellbar. Und hier, was ganz Besonderes, ihr habt ja gerade die Öffnung gesehen, da oben. Und hier ist quasi nur ein ganz dünnes Blech drauf und das Blech ist oben komplett weggegammelt. Und hier unten hat man tatsächlich das Gefühl, man könnte ganz normal weitergehen, aber es sind dann trotzdem nochmal irgendwie 3-4 Meter, die man fallen würde. Seht ihr das? Okay, man würde wahrscheinlich hier aufgehalten werden, aber grundsätzlich muss man hier, und das will ich einfach nur sagen, extrem vorsichtig sein. So. Und schaut euch mal diese Bunkertüren an. Und das ist die Bunkertür von innen. Und wie wir sehen, ich habe euch ja häufig schon in den anderen Videos erklärt, dass es sogenannte Gasschleusengas gab. Das innere Bauwerk war immer mit Überdruck gefüllt. Und dann wurde man hier entsprechend reingeholt. Beide Türen waren verschlossen.
Und erst als die andere Tür hermetisch zu war, konnte man die bauwerksinnere Tür öffnen, damit der Überdruck erhalten blieb. Es herrschte immer minimal Überdruck in diesen Bauwerken, damit das Gas nicht in das Bauwerk eindrang, sondern dass der Sauerstoff, der Überdruck, immer das Gas nach außen gedrückt hätte. Und schaut euch mal an, welche Bauform wir hier vorfinden. Das ist hier schön geglättet. Und hier sehen wir Steine. Und das zieht sich hier etliche Meter. Und ich habe ja schon einige Bauwerke gesehen. Es ist sehr sauber hier. Richtig sauber. Und unten auf dem Boden sehen wir die Gleise für die Lore. Und mit den Loren wurden dann Munition und Verpflegung transportiert. Dabei in erster Linie natürlich die Munition. So, und da gab es immer so Einbuchtungen, wo man sich dann als Mensch schützen konnte und den Transporter dann vorbeilassen konnte. Das Munition hatte natürlich immer Vorrang. So, auch ein schönes Detail hier oben, die Lampe, noch komplett erhalten, kaum Rost dran, nur das Glas ist kaputt. Und auch hier wieder eine Panzertür. Und die Panzertüren waren natürlich dafür da, falls Eindringlinge da waren, dass die hier nicht weitergekommen sind. Und hier haben wir locker mal 3 cm Panzerstahl. Und hier haben wir eine Scharte zur Beobachtung und natürlich zur Bekämpfung. Hast du was? Ja, wunderschön, ne? Das sind die Kabeltrassen hier. Da waren die Kabel früher drin. Und schau mal die alte Lampe noch. Das ist natürlich ein Highlight, ne? Schaut euch mal an, wie weitläufig das ist. Das Ende sieht man da hinten. Geht links und rechts nochmal ab. Und hier sehen wir auch das Ende, aber schaut mal, wie weitläufig das ist. Unvorstellbar. Das sind, wie gesagt, die Leitungen, die Stromleitungen. Die sind ummantelt in der Regel mit Blei, manchmal auch mit Blech. Ich glaube, das hier ist Blech. Und die sind halt mit Teer getränkt. Und die haben sie dann entsprechend hier entweder wie hier abgewickelt, naja, und auch angezündet. Wir sehen hier an der Decke den Ruß. Und aufgrund der Menge, hier geht es noch, hat das teilweise Monate gebrannt. Und hier, auch da geht es weiter. Hier geht es weiter. Und hier an der Decke sehen wir den wunderschönen Stein, auch rußgeschwärzt. Wirklich ein Trauerspiel. Aber ich habe schon Bauwerke gesehen, wo es definitiv schlimmer aussah. Das geht hier tatsächlich noch. Also, hier haben wir wieder eine Gasschleuse. Und hier sind sogar noch die Details der Tür. Das ist quasi der Griffknauf. Das ist für die Scharte gewesen. Und dann haben wir auch noch 1, 2 Zahlen dran. Mit Emailleschildern habe ich gerade. Zeig mal, wo? Oh ja, da seht ihr die Pfeilrichtung mit Emaille. Das haben wir so noch nie gesehen, ne? Eine 0 für die Nullstellung. Sogar die alte Farbe ist noch vorhanden. Und Gernot versucht gerade die Tür zu verschließen. Zum Glück versucht er das nur, wenn wir nicht drin sind. Da geht es doch. Schaut mal, nach über 70, 80 Jahren funktioniert sogar noch der Mechanismus. Und schaut euch mal an, wie lange das dauert, wie viele Umdrehungen er braucht, bis dieser schwere Haken da einrastet. Da seht ihr einfach mal, wie viel Energie man hätte aufbringen müssen, um diese Tür zu öffnen. Ja, und die Tür kann man zweiteilig öffnen, einmal für die Infanterie und einmal auch für die Loren. Oh, und was haben wir hier? Was haben wir hier, Emily? Technikraum. Okay. Alte Rohre, Telekommunikation. Ja. Und wie das so häufig ist, es ist einfach zu warm schon wieder. Ich habe ein T-Shirt, ein Vlies und eine Jacke an und es ist eigentlich schon wieder zu warm. Und hier sehen wir sogar noch die alte Wandbemalung. Das scheint hier mal eine Nasszelle gewesen zu sein. Hier war wahrscheinlich das Waschbecken. Und dann hatte man sich es hier wirklich schön gemütlich gemacht. Hauptschalter.
Die Sicherungen sind heute noch vorhanden. Schaut euch mal an. Da, so ist es stromvoll und so ist es stromlos. Ich glaube, man sagt nicht stromlos, oder? Stromvoll. Also Strom an, Strom aus, ihr wisst, was ich meine. So eine kleine Bordüre hat man hier hingemacht. Schöner Zustand, ne? Ja. Am Bau, mit Fusch am Bau. Und schönes Hochbett. Ja, und fast nicht verrostet. Das ist wahrscheinlich für den Kommandanten. Also bleib hier. Auch hier Wandfarbe noch vorhanden. Boah, guck mal, wie grün es ist. Ist das ein alter Tisch oder? Ah ja, das kann sein. Wow. Jo. Die etwas Älteren unter uns, also wir beiden, das ist das Tablet von früher. Also perfekter Zustand, oder? Ja. Und das konnte wahrscheinlich hier hoch und runter bewegt werden. Hast du wehgetan? Ah ja, ja. Ja, also hier waren wahrscheinlich mehrere dran, eine davor und eine dahinter. Und dann konnte man die hoch und runter ziehen. Wobei es mir fast eher aussieht wie eine Küche, aber wahrscheinlich eher vom Kommandanten. Und da wurden die Befehle durchgegeben. Wow, eine alte hier ist eine richtig alte Tafel und riesengroß. Schaut euch das mal an. 1995 waren hier welche. 1980, krass. 94, 2018, 2000. Mega. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier die Informationen durchgegeben wurden. Da vorne war ja auch der Raum für die Telekommunikation. Und das war hier wahrscheinlich das Gehirn. Unvorstellbar. Auch noch nie gesehen sowas, ne? Also das ist hier so ein Bürokomplex. Also genau, die Kommandozentrale. Hier sind die Befehle zusammengelaufen und wurde an die einzelnen Kampfblöcke vergeben. Genau, das macht auch alles Sinn, weil hier haben wir die einzelnen Leitungen für die Telefonie. Ach ja, aber ich habe ja nur ein Tablet. Ne, funktioniert auch noch. Hauptsicherung, die jeweiligen. Alter Kasten, hier haben sie Schießübungen drauf gehalten. Guckt mal, da sind einige Patronen reingegangen. Und hier oben, guck mal hier oben, geheime Verschlusssache. Emily, ja. Koch mal. Mega. Alles noch funktionsfähig, Leute. Also da sind wir hergekommen und sehen hier, was haben wir hier für ein Geschütz? 7,5? 7,5. Also Zwillings 7,5. Wir sind jetzt im unteren Bereich der Kanone. Der Motor ist noch da. Damit wurde das angetrieben. Ich erkläre euch mal ganz kurz laienhaft die Funktionsweise dieses Panzerturms. Also wir sind in der unteren Etage und hier war die komplette Mechanik verbracht. Ich hatte euch ja erklärt, dass dieser Panzerturm heb- und senkbar sowie drehbar war und damit, das macht man heute natürlich auch noch, kein extrem starker Motor benutzt werden musste. Ja, ihr seht selber, der ist jetzt nicht wirklich groß. Hat man immer mit sogenannten Gegengewichten gearbeitet. Das sind hier die Gegengewichte, die hatten in etwa das Gewicht der Kuppel, sodass man wirklich auch das Ganze von Hand hätte bedienen können. Die Vorrichtung ist auf jeden Fall noch da. Ist hier über einen Schwenkarm montiert. Und hier hätte man im Zweifel auch mit Muskelkraft, ich habe es gerade versucht, das war mir nicht möglich, ist wahrscheinlich festgerostet, die Mechanik heben und senken können. Wir können hier auch gleich hochgehen, das machen wir natürlich auch, aber erstmal schauen wir uns nochmal die andere Seite an. Hier sogar die Kabel noch vorhanden, wunderbar. Und irgendwelche Gegenschalter oder Schalter, ja, kommt er schon wieder zurück. Und hier wurde, wie gesagt, der Turm über diesen Stempel dann nach oben bzw. wieder heruntergelassen. So, und hier waren die Mannschaftsquartiere. Schaut euch mal an,
wie wenig Platz die hatten. Die einzige Privatsphäre war wirklich hier dieser kleine, ja, was ist das? Dieses kleine Brett aus Metall, unvorstellbar. Handschuhe habe ich, danke. So. MG? Zwillings-MG? Ich glaube 7,62 haben die hier, ne? Ich meine 7,62. So, ich kann euch nur sagen, Handschuhe sind mega wichtig. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da ganz gut hochkommen, ohne dass wir uns wehtun. Und alles für das Video werde ich natürlich dabei filmen. Ich mache das nicht zu Hause nach. Was ist das? Ich drehe euch mal. So, also Zwillings-MG habe ich gerade wahrgenommen, plus Beobachtung. So, das ist alles aus Holz, deswegen sind wir da ein bisschen vorsichtig. Hier ist der Motor zum Drehen. Und das war wahrscheinlich die Munitionszuführung bzw. der Auswurf. Das wird wahrscheinlich der Auswurf gewesen sein. Periskop war auch eingebracht für die Beobachtung. Es gab eine Direktsicht. So, und da kann man jetzt hochgehen. Und das werden wir jetzt auch tun. Dafür lege ich aber tatsächlich mal alles zur Seite. Bis gleich. Leute, ich habe hier eine dicke Jacke an. Ich passe hier quasi nicht durch mit der Jacke. Deswegen werden wir uns die Panzerkuppel von innen anschauen. Das ist die Vorrichtung für das Maschinengewehr. Ich glaube, das ist noch nicht mal ein Zwillingsmaschinengewehr, so wie das aussieht, sondern Single. Und so sieht ein Panzerturm von innen aus. Oben ist quasi das, was ihr von außen gerade gesehen habt, aber das ist natürlich ein kleinerer. Und man kommt hier als etwas stämmigere Person, wie ich sie gerade bin, auch so gut wie nicht rein. Ich zeige euch das mal. So sieht das hier aus. Ich komme hier einfach nicht durch. Ja, ich versuche mal wieder runter zu gehen, in der Hoffnung, dass ich nicht stecken bleibe. Ja toll, das kann ich nicht. Schaut euch mal diese wunderschönen Treppen an. So, also diese Treppen, wir hatten jetzt schon eine, die müssen wir jetzt noch sechsmal laufen, weil wir ja noch raus müssen. Jedes Mal 40, 50 Meter. Das geht schon gut auf die Pumpe, insbesondere weil der Sauerstoff nicht ganz so geil ist. So, wir sind jetzt oben in einem Block. Ich habe leider nicht drauf geachtet. Emily, welcher Block ist das? Das ist Block 1 hier. So, wir sind jetzt im Block 1. Und auch hier wieder die altbekannte Mechanik. So, da ist sie. Habe ich euch ja gerade schon vorgestellt. Und schaut euch mal diese Zustände an. Abnormal, Leute. Es ist einfach wirklich von dem Zustand her eins der besten Bauwerke, die ich je gesehen habe. Hier sehen wir das Telefon. Hier war das Telefon quasi. Da kamen sogar noch die alten Leitungen an. Und jetzt schauen wir gleich mal, dass wir nach oben kommen. Aber erstmal lassen wir die anderen. Mal gucken, ob ich gleich mal die Jacke irgendwo ablegen kann, weil es ist einfach zu heiß. So, ich zeige euch mal einen Blick runter, was wir quasi immer hoch und runter laufen müssen. Ja, das sind locker mal 35, 40 Meter wieder. Toiletten. Oh, was haben wir denn hier? Geochatter. Was ist das hier? Hier war wahrscheinlich Munition, oder? Und hier haben wir noch eine
Kuppel, eine Beobachtungskuppel. Da vorne sieht man sogar noch das Sprachrohr. Das geht hier runter. Ja, Beobachtungsrohr. Und auch wieder der Ofen hier. Stimmt. Und hier hat er auch die ganze Geschichte. So, wir haben uns jetzt gegen den Aufstieg entschlossen. Was heißt denn Werkzeugaufwand? Denn Gernot war schon oben und der sieht aus wie da, wo wir gerade schon waren. Müssen wir mitnehmen, hier dein Freund. Und ansonsten sind wir sogar einen alten Kettenzug hier vorne. Und hier Sind immer links und rechts von der Waffe sind immer die das Werkzeug. Werkzeugspende. Manchmal mit Emailschild, hier ist es aber mit einer Nummerierung. Und dann kommt immer genau da, also extra die Bilder, damit du weißt, wo du was hinhängen musst. Und auf der anderen Seite ist auch noch eine. Ja, cool. So Leute, also da kommen wir her. Hier geht es Richtung Block 6 und da geht es den Hauptgang weiter. Wir gehen aber hier in den Block 6. Auch hier wieder klassisch die Gasschleuse. Hier sind die Bunkertüren leider schon ein bisschen gerupft. Aber die Emailleschilder sind noch da. Also schon trotz der gerupften Sachen wirklich gut. Und das habe ich auch noch nicht gesehen. Emily, guck mal hier oben. Wahrscheinlich von der Schmalspurbahn. Ne? Oder? Nee, das ist der Munitionsaufzug. Beziehungsweise Schlitten. Also. Ich habe auch einen Waffenkasten, ne? Ja, das sind hier die Munitionslagerstätten. Und hier oben an der Decke war die Laufkatze. Und hier konnte man sogar die Weichen stellen. Das funktioniert heute aber nicht mehr. Und schaut euch mal an, wie viel Munition hier gelagert wurde. Unglaublich. Und hier haben wir sogar noch die alten 7,5 cm Munitionsboxen für den Transport. Schaut euch mal. Bitte? Jetzt eine finden. Ja. Schaut euch mal an, wie viele von diesen Boxen vorhanden sind. Und in welchem Zustand. Boah. Stellt euch mal vor, hier werden noch welche drin. Ultimativ. Ist da was, Emily? Gar nichts? Was ist denn das hier? Ach so, das sind die Kurven. Und die ganzen Befestigungen sind hier abgeladen worden. So, da gehen wir gleich hoch. Und hier, das haben wir ja gerade nicht gehabt, der Aufzug mit der Vorrichtung für die Laufkatze. Die geht hier über lang. Und dann wurden die Container anscheinend hier mit der Laufkatze transportiert. Ich bin davon ausgegangen, dass sie eher mit einem Lorensystem transportiert wurden. Aber das sieht nicht danach aus. Ja, das sieht nicht danach aus. Das bedeutet, die haben sie tatsächlich in diesen Kästen, die wir gerade gesehen haben, hier direkt in den Aufzug gebracht und dann nach oben. Ja, und wir gehen jetzt nach oben. Bis gleich. Emily sagt, es ist der schönste Block von allen. Ich bin mal gespannt. So. Also hier ging es nicht ganz so weit hoch. Man merkt es vielleicht auch an meiner Atmung. Gerade war ich deutlich mehr außer Puste. Aber auch jetzt so ein bisschen. Also hier sehen wir die Entlüftung. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das Geschütz gefeuert hat, dauernd, dann sind natürlich diese Kabitdämpfe entstanden von den Explosionen. Und
Die mussten natürlich abtransportiert werden, ansonsten wäre man nie erstickt. Da sind die Filter. 3 Stück kann ich zählen. Und hier auch schon komplett auseinandergerupft, das Ding. Sehr schade. Habt ihr was gefunden? Ja. Die Löwentatzen? Ah ja. Mhm. Schön. Wirklich schick, oder? Ja. Und hier im Weiheschild? Ja. Einmal. Pieces Diverses. Aha. Und hier auch nochmal? Aha. Ja. Wunderschön. Und hier sehen wir sogar noch den Stahl von dem Stempel. Und hier sehen wir den Hebel und hinten das Gegengewicht. Und Emily schließt mal das Gegengewicht. So, Emily hat eine Schiebetür entdeckt und das war ihr ganz wichtig, dass ich ihr die einmal anschaue. Ja, wegen des Platzes, ne? Ja, ist mega. Weil es hier wirklich enger ist als bei den anderen. Ja, das stimmt. Schaut euch mal an, wie präzise das damals gefertigt war. War ja keine Hochgeschwindigkeit, aber trotzdem musste das natürlich rund laufen. Und selbst vor 80 Jahren konnte man schon so präzise fertigen. So, auch hier schon viel runtergerockt. So, bevor jetzt die anderen kommen, würde ich vorschlagen, dass wir mal nach oben gehen. Aber nicht ohne, dass wir uns hier einmal noch umschauen. Betten, also Mannschaftsunterkünfte. Und wir gehen jetzt nach oben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch sehr gut erkennen können, wie die Funktionsweise dieser Kanone war. Und Leute, schaut euch das mal an. Unvorstellbar. So sieht die Kanone aus. Hier muss man tatsächlich aufpassen, dass man nicht irgendwie einen Morschenbalken bekommt. Und so sieht die Kanone von innen aus. Unvorstellbar. Und da sind noch die Munitionsbehälter. 13,5? Ja. Ja, das ist der große mit 7,5, ne? Ich meine auch 7,5 Zentimeter. Das war der Aufzug. Hier kam die Munition an. So, dann ziehe ich mich mal aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal in die Kanone rein. Ja, das ist hier ein GFM-Kuppel zur Beobachtung. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich oben bin. So, ich zeige euch nochmal, wie sie sich gegenseitig umbringen. Emily geht nicht nach oben, ne? Aber Gerold geht hoch und ich werde auch hochgehen. Und zack ist er weg. Meinst du, da ist Platz für 2? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch? So, dann gehen wir mal mit hoch. So. So, hier saß der Richtschütze. Der konnte das auch mit der Hand drehen. Da gehen wir gleich hoch, aber es sind gerade welche drin. Schaut euch mal die Ketten an. Die sind wirklich noch in einem super Zustand, wahrscheinlich aus Stainless, rostfrei. Und so tief geht es da runter. So, ich melde mich von oben wieder. Hi Leute, also ich bin jetzt in dem Geschützturm drin, 7,5 cm. Das weiß ich auf der einen Seite, weil wir den Plan haben, aber auf der anderen Seite, schaut mal her, finden wir hier C oder G75R von 1932, ist die Nummer 19, laufende Nummer 19, ABS 1934. Das weiß ich leider nicht, was das heißt. So, und dann gucken wir uns mal zusammen die Kanone an. Dafür müssen wir das richtige Licht natürlich anmachen. So, das hier ist quasi der Munitionsfang. Da geht die leere Kartusche
geht hier runter. Das hier wird wahrscheinlich der Lauf gewesen sein. Und man hat versucht, diese Kanone auszubauen, um sie womöglich zu Hause zu benutzen. Also nicht zu benutzen, sondern aufzustellen oder vielleicht für ein anderes Museum. Aber man hat es anscheinend nicht geschafft, weil es dann doch zu schwer war, das Rohr. Und das ist die Vorrichtung. Und von da aus wurde da nach draußen geschossen. Es war immer, oder bisher habe ich das immer gesehen, dass es als Zwillingswaffe aufgebaut war. Und hier sehen wir noch die Kanone im eingebauten Zustand. Das ist die Nummer 42. Und so sieht die dann im eingebauten Zustand aus. Also jetzt sehe ich gerade, dass sie relativ schräg ist. Das bedeutet, das, was wir als ganz erstes gesehen haben im ersten Teil, könnte auch eine Kanone gewesen sein. Und man sieht ja hier die Vorrichtung. Man hatte also die Möglichkeit, die wirklich noch aufzurichten und dann quasi auch 90 Grad zu schießen. Ja, hier sehen wir noch die alte schwere Kette mit den schweren Kettengliedern. Wie gesagt, der Munitionsfang. So sieht das aus. Aber da hat man sich wirklich die Mühe gemacht, die Kanone auszubauen. Aber hat man nicht geschafft. Das muss man sich einfach mal vorstellen, dass das nach so vielen Jahren immer noch hier ist. Das ist ein Teil des Laufes, Leute. Hier. Ah, das ist der Teil hier. Den hat man abgeschraubt, die Schrauben, die Muttern. Dann hatte man vorne den Lauf. Und das ist quasi das, was sie versucht haben, nach hinten zu ziehen. Aber aufgrund des Munitionsfangs, ja, und überlegt mal, so schade eigentlich. Jetzt haben sie versucht, das zu klauen und jetzt ist es einfach kaputt und wir hätten hier einen perfekt erhaltenen 7,5 Zwillingsturm sehen können. Die Munition kam übrigens hier hoch, über diesen Aufzug und jedes Mal bei dieser Messingkapsel, da stand dann die Munition drauf. Hier stand dann jemand, hat dann nachgeladen. Hier, der Verschluss musste natürlich entfernt werden, aufgrund von Demilitarisierung. Dann wurde die hier eingeführt, mit Bajonettverschluss verschlossen und dann konnte man entsprechend abfeuern. Ob wir noch den Abfeuermechanismus sehen oder finden, der muss ja hier irgendwo in diesem Bereich gewesen sein. Oh, wahrscheinlich ist er das hier. Könnte sein, muss aber nicht. Was haben wir hier? Wahrscheinlich zum Rütteln. Ja, das weiß ich leider nicht. Vielleicht war er hier dran. Ja, das kann sehr gut sein. Ja, ich hoffe, sowas ist interessant für euch. Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Könnte wirklich da vorne sein, der Mechanismus zum Abschießen. Oder er war hier angebracht. Unglaublich. So Leute, wir befinden uns jetzt in der einzigen Kuppel mit 13 cm Geschütz und sie ist doch da. Schaut euch das mal an. Natürlich militärisch unbrauchbar gemacht. Haben wir hier den Durchmesser 13 cm oder 130 mm, sagt man ja in den Fachkreisen. Mal schauen, ob die Hebsenkmechanik noch funktionabel ist. Oh nee, jedenfalls nicht alleine. Schade. Das war ja zum Heben und Senken. Hier haben wir wieder die Fallrohre oder den Munitionsfang. Hier die manuelle Heb-Senk-Automatik. Und hier, schaut euch mal, hier war der Verschluss. Und dann wurde entsprechend gefeuert. Wahrscheinlich hier, irgendwo hier rüber. Ich versuche mal auf die andere Seite zu kommen, ohne dass wir runterfallen. So sieht das übrigens aus. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Das wird, hier wird wahrscheinlich gefeuert worden sein, oder? Schwierig. Heizwendelstab ist hier auch noch. Oder ist das hier der Feuerknüppel? Schwierig zu sagen. So sieht das auf der anderen Seite aus. Das ist hier der Dämpfer, damit der Rückstoß nicht so stark ist. Und hier ist der Munitionsfang. Munitionsschnecke sagt man dazu, genau.
Krass. Ja. Herrlich. So, dann gehen wir wieder runter. So, das sind die Spindeln bzw. die Munitionsschnecke, allerdings nicht zur Zuführung, sondern für die leeren Kartuschen zum Abtransport. Und wir gehen jetzt aus dem Block wieder in den Hauptgang und sobald was Spannendes ist, melde ich mich wieder. Bis gleich. So. Oben sehen wir noch da die Befestigung für die Oberleitungen, für die Lore. Und jetzt gehen wir zum letzten Block, Block 5. Und danach haben wir noch die Kaserne, die Küche, die Mannschaftsunterkünfte und die Munitionsdepots, die großen. Und hier haben wir natürlich auch schon wieder ohne Ende von diesen Kisten. Oh, auch noch ein super Zustand hier. Ja, man muss auch mal an die Seiten gucken, weil hier gibt es noch Gemälde, Wandgemälde. Die wollen wir natürlich nicht vergessen oder verpassen. Ist auf jeden Fall ein Highlight in diesem Bunker. Hier haben wir wieder den Aufzug. Und hier wunderschöne Wandreliefs. Seht ihr das? Sogar in verschiedenen Farben. Hier wieder ein Tresor. Und hier sieht so aus wie Lehmfarbe. Auch hier schon fast wie ein Kinderzimmer. Krass. Der Aufzug, da müssen wir gleich hoch. Wunderschön. Leider kriege ich die Tür nicht auf. Schaut euch das mal an. Wunderschön. Noch hier. Trauben. So Leute, das sieht aus wie nach einem Krieg oder nach einem Bombenangriff. Schaut euch das mal an. Ist einfach alles zerstört. Gebrannt hat es. Auch hier drin alles. Wolltest du die aufmachen? Hast du gesehen, dass die Schalter immer rot, gelb, grün sind wie eine Ampel? Das sind keine Schalter. Nee, da nehmen wir die Schalter. Das ist einmal. Da sind die Schalter. Siehst du? Ah ja. Oh, Vorsicht, Vorsicht.
Das ist auf jeden Fall ein Highlight, Leute. Wo drauf ist er? Okay. So. Schaut euch das mal an. Auf der rechten Seite ist eine Ritterrüstung mit einem roten Hintergrund. Auf der linken Seite ist eine Friedenstaube, würde ich sagen. Und ein Stern. Könnte aber auch eine Blume sein. Und unten ist so eine Panzerkuppel. Dernière venue première en ligne. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Hier ist ein kleiner Ort, vielleicht ist das Södrich. Dann ist hier die Felder, vielleicht auch ein Fluss, aber eher die Landschaft, die Berge. Und hier ist auch noch eine Stadt. Schaut euch das mal an, wunderschön. Wunderschön. Und hier ist die Telekommunikationseinrichtung, der Verteilerkasten. Also da war das schöne Graffiti. Und hier haben wir noch einen Besprechungsraum. Wahrscheinlich ein Besprechungsraum oder der Raum des Kommandanten. Das ist natürlich heute schwierig nachzuvollziehen. Auf jeden Fall gab es hier einige Ablagen, Regalböden mit Haken und hier auch eine Waschgelegenheit. Auch die Lampe. Schaut euch das mal an, in welchem Zustand die noch ist. Oh, wunderschön. Hier vorne haben wir einen Raum ausgelassen gerade. Da kommen wir her. Aber hier waren wir auch noch nicht drin. Wie viel Mühe man sich gemacht hat damals. Da ist ein Durchbruch. Kabel. Und ja, sieht aus wie ein Schiff, ist aber wahrscheinlich einfach nur, weil hier was befestigt war. Bunkertür. Und man sieht hier, dass wir direkt in der Kaserne sind. Hier sind Haken für die Klamotten, für die Mäntel. Aber es ist schöner ausgebaut. Direkt wohnlicher. Oben finden wir die Belüftungsrohre, Zu- und Abluft. Und das sind alles hier Räume für die Soldaten. 650 Mann übrigens waren hier stationiert. Dauerhaft. Oh, riesig. Da hinten ist noch eine Lore. Achso, Emily hat gute Wahrnehmung. Da oben sind Zeitungsbilder. Frauen ausgeschnitten. Boah, da stelle ich mir wirklich die Frage, wie alt sind diese Bilder? 70er Jahre oder von der damaligen Zeit? Ist übrigens nicht das erste Mal, dass ich das sehe. Das gibt es in anderen Bauwerken auch. So, ich erspare euch jetzt die einzelnen Räume. Hier sind nämlich etliche Räume. Ich zeige euch immer nur das, was spannend ist. Deswegen gibt es, anders als das, was ihr von mir gewohnt seid, schnellere Schnitte mit Zusammenfassung. Hast du was entdeckt? HQ oder HO? Ich würde sagen eher Medizin. Guck mal, Medizin. Und auch hier wieder Kerkertüren. Meinst du, wir kommen zur Küche? Ja. Da ist nichts. Ja, das könnte die Küche sein. Aber die ist ein bisschen klein für 650 Personen. Also eigentlich müsste es noch eine größere Küche mit den, ja, kommt bestimmt noch, mit den Behältnissen, wo gekocht wurde. Die meiste kommt ja jetzt meistens nicht. Mhm. Ein bisschen Wall Street.
Hier ist die Küche. Genau. Riesige Behältnisse, wo die Töpfe drin standen. Und da drin wurde dann gekocht. Und das war die Essensausgabe hier. Kebab 3,50, Amerikan 13. Le Merci Ferreres. Boiler. Schaut euch das mal an. Ja. Nicht direkt anleuchten, nach oben leuchten. Fasching ist doch gar nicht so lange her, Amelie, ne? Nee. Aber hier ist leider schon viel Putz runtergekommen, wie ihr seht. Aber hier, schaut euch mal die Musikanten an. Mega. Müsste eigentlich erhalten werden. Rechts ist eine Dame, die spielt, wie heißt das Ding nochmal, Ukulele oder? Ja. Cello? Akkordeon haben wir in der Mitte, Cello und Kontra, ne Bass, einfach nur ein Bass, ne? Schlagzeug. Schlagzeug. Aber Cello heißt das nicht. Nee, ich meine auch nicht. Diese Ukulele ist da dran. Ne, also das war wahrscheinlich der Partyraum hier. Mhm. Ja. Mhm. Oh, auch hier, die Wände sind schon unglaublich schön. Ja, ist so, ne? Guck mal hier. Da waren wahrscheinlich Lampen drin. Feuer. Ja. Auch Okkultismus. Ne? Alles aufwendig bemalt. Sogar hier mit einer Bordüre durchgehend. Schön, wirklich schön. Guck mal, da war mal ein Treppenaufgang, oder? Nur wohin? Für die Toiletten wahrscheinlich. Mhm. Ja, das waren Toiletten. Die sind nicht mehr da. Ja, da hat der Gernot recht. Also, wenn ihr in so einen Bunker mal rein wollt, solltet ihr auf jeden Fall genug Zeit, was zu trinken, was zu essen mitnehmen. Und auch genug Power. Denn es macht Sinn, dass man in jeden einzelnen Kampfblock geht, dass man in jeden einzelnen Korridor geht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo noch was findet, die ist extrem groß. So wie dieses Bild gerade an der Wand. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt gesagt, oh ja, reicht jetzt. Der hätte mir das wunderschöne Bild nicht mehr gesehen. Das wäre zu schade gewesen. Weil das Bild wird auch nicht mehr lange da sein. Hier wird's eng. Boah, es geht halt überall noch weiter. Das war wahrscheinlich der Waffenschrank. Selbst hier gibt es noch einen kleinen Weg. Ah, Öl. Fass. Boah. Maschinenraum, Leute. Ja, oder das, was davon übrig ist. Schaut euch mal an. Hier waren die Kabeldiebe und haben das gute Kupfer rausgeräumt. Und alles zerstört. Leider. So sieht der Motor von innen aus. Die Welle. Und das Ding ist komplett korrodiert. Boah, das sieht schon krass aus. Da gehen wir jetzt noch nicht lang. Wir gehen erstmal noch zurück. Hier ist eine weitere Maschine, aber alles zerstört, Leute. Leider alles zerstört. Alter, Vorratsraum für
Keile, alte Fliesen. Aber hier ist nichts mehr drin. Alles leer geräumt. So, ich dachte immer, Usine bedeutet Küche, aber es bedeutet anscheinend eher Motorraum. Denn das ist der andere Eingang in die heiligen Hallen. Und da seht ihr, warum die Leute hier das alles auseinandergeflattert haben. Die wollten an das Kupfer. Und das möchte ich euch gerne noch zeigen, was richtig heiß ist. Hier diesen Schaltplan von damals. Mit Legende sogar. Richtig gut. So viele Gänge. Und alles voller Müll von den Motoren. Schaut euch das mal an. So traurig. Und alles gebrannt. Und das alles für Geld. Das sieht schon gut aus hier. Das war wahrscheinlich der Führerstand. So leichte Kopfschmerzen bekomme ich gerade. Ich denke mal, weil es hier gebrannt hat. Da gehen wir mal schnell wieder raus. Kleiner Blick. Ja. Der nächste Block wartet. So, dann, ich erspare euch jetzt einmal meine Atmung, wie ich da hoch sprinte und danach nicht mehr kann. Hier liegt noch eine alte Lore. Und wir gehen jetzt hier in den letzten Block hoch. Bis gleich. Leute, macht das nicht zu Hause nach. Schaut euch das mal an. Und nach oben geht's auch noch mal. Also das ist ein Mannschaftseingang. Das erkennt man auch daran, dass hier der Abgang bzw. das Treppenhaus deutlich breiter ist. Hier kann man locker zu zweit, vielleicht sogar zu dritt runterlaufen oder zu zweit runter und einer kommt einem entgegen, ohne dass man wirklich Zeit verliert. Aber Sicherheit. Ja, da ist ja nichts mehr. Da muss man echt aufpassen. Und mit Höhenangst sollte man hier auch nicht hingehen. Und ich habe Höhenangst. So, das ist auch nochmal interessant. Hier kommen wir von dem äußeren Bereich, höchstwahrscheinlich Munitionseingang, sieht man auch an der Größe, in den in den Kasernenbereich. Schaut mal, das geht auch noch richtig weit. Und hier sehen wir eine ultimativ dicke Panzertür. Und es müsste eigentlich auch noch eine Eingangsverteidigung irgendwo geben. Hast du eine, ja, hast du die gesehen? Ja, krass, oder? Heftig. Da oben, ja, da oben mit diesem Seil konnte man das dann manuell sicherlich nochmal betätigen. Aber es fehlt die Scharte. Es gibt hier keine. Ja, kleinen Augenblick. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Magazinbereich vom Fort Södrich oder Ouvrage Södrich. Deswegen da meine Idee, dass das da zum Munitionseingang geht, war richtig. Da war deswegen auch diese riesige
Stahltür, weil wenn es hier drin gerumst hat, dann musste die natürlich ordentlich was aushalten. Und schaut euch mal an, was die Emily da an der Wand entdeckt hat. Unvorstellbar. Und warum hat er die Gesichter weggemacht, ne? Warum hat jemand gesprayt? Schaut euch das mal an. In der Mitte die Maria mit dem Jesukind. Links ein Engel, rechts ein König. Und in der Mitte links ist Just 2000 Merhaba, Cave Clan. Unnötig, dass man hier sprüht. Hier habt ihr genug Möglichkeiten gehabt zu sprühen. Und habt es auch gemacht. Nochmal ein bisschen näher ran. Mega, wunderschön. So Leute, Munitionsaufzüge. Das ist der Munitionseingang. Oben ist natürlich der Bunker. Hier unten sind die beiden Aufzüge, damit hier schnellstmöglich auch Munition immer reingebracht werden konnte. Das war natürlich rückwärtig zum Feind. Wäre sehr unklug gewesen, hätte man den Munitionseingang Richtung Feind gebaut. Nee, das ist Munitionseingang. Also der Munitionseingang. Aha. Boah, das ist natürlich spektakulär, ne? Ja. Das Schick, ist ne? natürlich spektakulär. Das Da ist oben wie sind die auch. Eiffelturm. Eiffelturm? Ja, gehen wir auch. Und das ist der Blick in das Bauwerk über den... Wen? Nee. Eine Detonation. Das war's. Ja, das sind die da hinten, die schmeißen irgendwas. Ja. Oh, Hier muss man krabbeln. ja dann krabbel. Auf allen Vieren. Hopp, hopp. Du musst tiefer runter. Schaut euch das mal an. Hier haben sie einfach die Wägen runtergeworfen, die Loren. Und wir gehen jetzt mal ungefähr 50 Meter nach oben. Bis gleich. So, das ist der Aufzug. Der Munitionsaufzug. Unvorstellbar, wie krass das aussieht. Und da sind wir gerade hochgekommen. Zu Fuß. Auch Munitionsaufzug. 2 Stück gab es hier. Unvorstellbar, guck mal. Uiuiuiui. Und jetzt, vielleicht haben wir Glück, dass wir von hier aus nach draußen kommen. Ich habe aber keine Hoffnung. Wir müssen wahrscheinlich den ganzen Weg wieder zurück und dann durch die Scharte. Oh, eine riesige Tür. Ist wahrscheinlich alles übererdet draußen. Wir kommen von hier aus wahrscheinlich weiter vor die Tür. Ein alter Stuhl. Die Betten, Filteranlagen. Hier links. Und kommen wir raus durch das? Ist komplett zu? Oh ja, das ist übererdet. Das stimmt. Bist du hier schon gegangen? Oh, hier ist empty Gelände. So, meine Lieben. Also, wir haben uns jetzt das gesamte Bauwerk angeschaut. Das war der Munitionseingang. Wir gehen jetzt quasi aber durch die gesamte Anlage nochmal zurück zu unserem Eingang und dann klettern wir wieder durch die Scharte
Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und war ein bisschen spannend. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und ja, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Ja, jetzt haben wir knapp 17 Uhr. Wir sind hier angekommen um 1 ungefähr reingegangen. Ja, 5 Stunden für das Bauwerk. Ich merke das auch schon, bin schon ziemlich im Arsch. Aber auch glücklich irgendwie, dass wir alles mitgenommen haben, jedes einzelne Bauwerk, jeden einzelnen Aufgang. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bin jetzt raus, euer Random Life und das Übliche. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo da, kommentiert auch fleißig. Könnt ihr mir auch gerne sagen, was ihr als nächstes sehen wollt. Und Fabian und Tobi und Regina, genau, jetzt weiß ich es wieder. Danke an meine Mitglieder, dass ihr den Kanal unterstützt, das ist super lieb. Und Carsten, danke für deine Spende über PayPal. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Das hilft auf jeden Fall, weil wir müssen natürlich auch immer das Benzin hier bezahlen. Und ja, an dieser Stelle, ich hoffe, ich konnte ein bisschen zurückgeben dafür, dass ihr mir diese Aufmerksamkeit zuteil lasst, möchte ich euch die natürlich auch geben hier in diesem Video. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt raus. Tut mir einen Gefallen, teilt gerne dieses Video an eure Freunde, an eure Verwandten, an eure Bekannten, einfach, dass es ein bisschen noch mehr an Reichweite gewinnt. Und in diesem Sinne, ich bin jetzt raus und ein paar Aufnahmen werde ich euch noch zeigen, aber an dieser Stelle ist jetzt Schluss. Random Life ist raus. Ciao.